Wir starten jetzt unsere Drohne. Daniel ist neues Spielzeug, was er unbedingt mal testen will. Aber keiner weiß ja, wer Daniel ist. Ja, das ist ja immer das Schöne bei der ganzen Sache. Ach so, ich muss das auch zensieren. Niemand darf ihn sehen. Also Klappe die 5. Wir haben es endlich mal hinbekommen, dass das Ding sozusagen startbereit ist. Und Daniel, ab geht die Post. Im Pebmannshof sind wir gerade angekommen und jetzt gucken wir, wo wir jetzt schön essen gehen können. Ja, der Schützenplatz soll eine sehr gute Kneipe sein, oder zumindest soll sie sehr alt sein, eine sehr alte deutsche Kneipe hier. Und da werden wir dann mal einkehren. Daniel, willst du mitkommen oder bleibst du hier? Ich komm mit. Ja, es ist so üblich, dass man über die Landstraße 120 fahren darf. Aber dadurch, dass es sehr lange immer geradeaus geht und der Fuß, wenn man ein bisschen hoch runter geht, ich habe ja kein Tempomat, da ist noch mal schneller bei 160 irgendwie. Und ja, das muss man ein bisschen aufpassen, weil das merkt man irgendwie nicht, die Geschwindigkeitsunterschiede. Ja, man rollt einfach so vor sich hin und auf einmal, ups, bin ich wieder ziemlich schnell. Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil auch wild über die Straße laufen kann, nicht, dass man da irgendwas anfährt. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man da immer irgendwo einen Blick auf den Tacho hat. Ja, ich fahre grundsätzlich über 140, also ein bisschen schneller. Wir sind auf dem Weg nach Lüderitz. Die Straßen sind absolut leer. Wir waren vor uns auf einer Raststätte gewesen. Also mindestens 15 Minuten kam kein einziges Auto vorbei. Und so viele verschiedene landschaftliche Facetten. Also ich bin absolut begeistert. Also mir gefällt es wunderbar hier.
jetzt? Nach 300 Metern links. Sagt er mir wieder links? Ja, du musst eine weiter geradeaus fahren. Eine weiter. Ja. Bist du sicher, dass wir richtig sind? Für mich sieht das aus wie die letzte. Das sieht aus wie aus dem letzten Jahr. Also hier links. Wir sind jetzt in Lüderitz angekommen, eine sehr idyllische Stadt, sehr so zwischen den Bergen, zwischen Felsen so gebaut. Und ja, wir sind jetzt direkt am Meer in der Kairos Cottage und gucken uns den Sonnenuntergang an. Und wie viel kostet diese Lounge? Ungefähr so 53 € muss man mit rechnen, ein Zimmer, also Doppelzimmer, also nichts Besonderes, aber ja, geiler Blick und gemütlich hier. Also mir gefällt es sehr gut. Auch die Strecke hier war einmal frei gewesen. 56 Kilometer sind wir jetzt durchgeschrubbt. Und jetzt ist der Moment für KFC. Da haben wir uns ein Bucket geholt. Und jetzt ist der Moment für Unboxing. Jetzt ist der Moment gekommen, worauf ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe. So Leute, jetzt geht's los. Heute haben wir das Tafel-Light-Lager. Also ich bin ja schon von vornherein kein Light-Fan, aber wir müssen einfach mal alles durchprobieren. Achso, ups. Ich wollte es eigentlich mit Löffel heute mal aufmachen, aber ich sehe gerade, es ist ein Twist, ja. Also ungefähr kostet das 1 € so die Biere. Scheiße, ich glaube verkehrt rum. Ah, so rum. Und wir werden es mal einen Schluck probieren. Warte. Ah, gut, süffig, das läuft. Aber ist eher mehr. Schmeckt halt sehr wässrig, ist halt ein Leitbier. Tafel Leitbier würde ich jetzt 7 von 10 Sternen geben. Ja, weil es jetzt relativ dünn ist, aber sozusagen für einen guten Abschluss oder sozusagen ein Bier während des Tages ein sehr gutes Bier, ja, aber wenn man nicht sofort betrunken sein möchte, ist es absolut geil und ja, also auf jeden Fall Prost und bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.